Liebes Publikum, mein Name ist Rena Lopov und ich begrüße Sie herzlich hier in unserem Trashbus-Studio in Berlin-Neukölln aus der freiwilligen Isolation. Das Coronavirus hat Deutschland, Europa, ja die ganze Welt fest im Griff. Fast minütlich gibt es Updates zum Geschehen und in den Kommentarspalten werden hitzige Diskussionen geführt. Der einzige, der bis jetzt durch vornehme Zurückhaltung auffällt, zumindest verbal, ist das Virus selbst. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass es uns gelungen ist, Coronavirus Covid-19, auch bekannt als Mr. Corona, zu einer exklusiven Interviewreihe zu überreden. Leider kann unser Gast aus naheliegenden Gründen nicht vor Ort im Studio sein. Wir haben aber eine Telefonkonferenz eingerichtet. In den kommenden Tagen werden wir über Themen wie Wirtschaft, Ethik, Klima, Donald Trump und so weiter sprechen. Doch jetzt möchte ich unseren Gast erst einmal begrüßen. Guten Tag, Mr. Corona. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns über Ihre Arbeit und Ihre Zukunftspläne aufzuklären. Aber gerne doch. Mr. Corona, Sie sind seit vielen Jahren ein vielbeschäftigter Geschäftsmann und äußerst erfolgreich in Ihrem Bereich, ein Big Player sozusagen, der auf fundiertes Know-how und eine langjährige Expertise zurückgreift. Bis vor kurzem waren Sie allerdings ausschließlich im Tierreich tätig. Was hat Sie dazu veranlasst, Ihr Portfolio zu erweitern und nun den menschlichen Markt zu erschließen? Um es kurz zu fassen, mir war langweilig. Ich war so lange im Tierreich unterwegs, dass Innovation kaum mehr möglich war. Ich hatte das Gefühl, mein enormes Potenzial nicht ausschöpfen zu können. Schlussendlich kam es zum Bore-out. Ich stürzte in eine tiefe Depression. Monatelang isolierte ich mich, bis ich eines Tages beschloss, so kann es nicht weitergehen. Ich muss noch einmal ganz von vorne anfangen. Im November vergangenen Jahres schließlich bot sich mir eine einmalige Gelegenheit und ich packte sie beim Schopf. Seither fühle ich mich wieder richtig lebendig und kann jetzt schon enorme Erfolge verzeichnen, auf internationaler Ebene sogar. Das muss mir erst mal einer nachmachen. Ja, schön für Sie. Aber glauben Sie nicht, dass Sie etwas zu radikal vorgehen? Ich verstehe die Frage nicht. Naja, Sie könnten es ja durchaus etwas langsamer angehen lassen und statt jetzt hier irgendwie sich so völlig unkontrolliert zu verbreiten, auf nachhaltiges Wachstum setzen. Warum? Weil Nachhaltigkeit im Trend liegt. Das ist kein Argument. Trends bin ich außerdem noch nie gefolgt. Ja, gut. Aber ist Ihnen denn klar, dass Sie auf Kosten der Menschheit agieren? Na und? Menschen sterben. Weltweit gab es bis jetzt über 7.000 Todesfälle. Entschuldigung, haben Sie gerade gelacht? Wer? Ich? Nein, nur gehustet. Ja, da muss ich mich dann wohl verhört haben. Liegt wohl an der Verbindung. Zurück zum Thema. Warum wollen Sie denn nicht nachhaltig expandieren? Sie stellen aber auch wirklich dumme Fragen. Wissen Sie, ich habe den menschgemachten Markt lange studiert, noch während ich im Tierreich tätig war. Da habe ich gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, auf Kosten anderer zu handeln, auf Kosten Schwächerer zu handeln. Bitte vergegenwärtigen Sie sich doch einmal, dass der Reichtum der einen auf der Armut der anderen basiert. Nachhaltigkeit, dass ich nicht lache. Sie können das Wort so oft wiederholen, wie Sie nur wollen. Aber die Menschheit handelt alles andere als nachhaltig. Da ist doch der Klimawandel das beste Beispiel.
Ich wiederhole also, vom Menschen habe ich gelernt, dass wirtschaftlich erfolgreich ist, wer die anderen kurzerhand aus dem Weg boxt. Diese Best Practice habe ich mir zum Beispiel genommen und sie perfektioniert. Und wir Menschen haben jetzt einfach Pech gehabt, oder was? Sie haben es ja doch verstanden. Gut, dann weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, was ich sagen soll. Perfekt. Ich muss jetzt los, viel zu tun. Es gibt ja glücklicherweise immer noch sehr viele Menschen da draußen, die mich nicht ernst nehmen. Die überrumple ich jetzt schnell. Tschüss, ciao. Moment. Okay, ja, liebes Publikum, mit einem derart abrupten Abgang habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Morgen telefonieren wir wieder mit Mr. Corona und vertiefen unser Gespräch dann hoffentlich. Schalten Sie also bitte wieder ein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und nicht vergessen, bleiben Sie zu Hause, wenn Sie können, und achten Sie auf Ihre Mitmenschen. Tschüss.